Hallo Leute, Zeit für ein Zahnspangen-Update. 3,5 Monate habe ich den Controlled Arch jetzt schon und deswegen ist mal wieder Zeit. Mein letzter Termin in Heidelberg ist jetzt auch 2 Wochen her schon wieder. Und ja, dabei wurde der Bogen rausgemacht und die Kette raus und eine neue Kette rein und der Bogen wieder rein. Vorher Zahnreinigung so ein bisschen. Und hier unten das gleiche, da wurde der Bogen aber nicht komplett rausgemacht, sondern nur weitergestellt. Also hier sind so eine kleinen Schrauben da, auf der Seite und der Seite ist jeweils eine. Und die heißen Stoppblock irgendwie und damit die kann man irgendwie festschrauben und dann kann man da was stellen. Und da wurde gestellt, nämlich, da ist dieser Zahn, der so schräg steht. Der steht jetzt schon nicht mehr so schräg wie am Anfang, aber immer noch schräg. Also dass der nicht in den Bogen einzuklipsen geht. Und damit die Zähne alle ein bisschen weiter auseinander gehen, wurde der Bogen weitergemacht und mit Stoppblocks fest. In der Hoffnung, dass man dann diesen Zahn da auch gerade kriegt, dass der in einer Reihe steht wie die anderen. Die anderen stehen jetzt schon in einer Reihe, das standen die am Anfang nicht. Aber jetzt stehen die schon so ziemlich in einer Reihe. Noch nicht ganz gerade, aber schon, also im Vergleich zu vorher, die Verschachtelung, hat sich fast aufgelöst. Oben sieht so aus, da sind die Lücken, die hier durch die Agger entstanden sind, schon wieder sehr klein geworden. Dafür sind die Zähne von hinten nach vorn gewandert. Dafür ist diese Kette zuständig, weil die Vierer nach vorn ranzieht. Und indem sie die Vierer ranzieht, wandern die anderen hinterher. Also die Fünfer, die haben sich auch bewegt. Das sieht man ein bisschen, vielleicht nicht ganz so gut, wenn ich das jetzt mal so mit dem Spiegel zeige. Ich habe halt keinen schöneren Spiegel leider. Aber da sieht man, dass auch hinter den Fünfern kleine Lücken sind. Also die Vierer und Fünfer, die wandern jetzt nach vorne, damit der ganze Oberkiefer quasi nach vorne kommt. Beziehungsweise die Zähne dahin kommen, wo der Oberkiefer jetzt größer geworden ist. Ja, das ist das, was sich getan hat. Die Probleme beim Kauen sind weniger geworden, habe ich festgestellt. Ich habe sogar einen Schnitzel gegessen letztens und das ging ganz gut. Ich vermute mal, dass es daran liegt, dass die Aufbauten jetzt anders sind und auch niedriger. Also die Aufbauten jetzt so, dass ich hier vorne mit den Schneidezähnen Kontakt habe. Vorher war das ja so, dass die Aufbauten so hoch waren, dass die Schneidezähne keinen Kontakt haben konnten. Aber die Schneidezähne haben jetzt wieder Kontakt und das dürfen die jetzt auch, weil mein Oberkiefer ja jetzt weit genug vorn ist. Und dadurch ist es vom Kauen leichter. Und ich finde, ich bin auch wieder zufrieden mit meiner Gesichtsform jetzt. Also zwischendurch so am Ende der Ackerbehandlung, bevor der Controlled Arch angefangen hat, da fand ich mich ziemlich hässlich im Gesicht. Also das war irgendwie alles außer Form. Aber jetzt finde ich mich schon wieder ganz schön. Also inzwischen gefällt es mir sogar besser als vorher. Weil vorher, da waren hier meine Kaumuskeln so riesengroß und jetzt finde ich, es schön ausgeglichen. Ja, das, was mich nervt gerade an der Zahnspange, ist, dass meine Schleimhaut da und da und da immer mal im Wechsel, habe ich das Gefühl, so wundgerieben wird von den vielen kleinen Spitzen da. Ich habe jetzt das Wachs weggelassen. Ich bin seit ein paar Tagen komplett wachsfrei. Was ich mache, ist, dass ich mir nachts an den Stellen, die am unangenehmsten sind, so kleine Polster. Ich habe mir die gebastelt. Ich zeige euch die mal. Die sind nicht besonders beeindruckend, aber die funktionieren gut.
so einfach so aus so einem weichen Material, so Polstermaterial, und das klemme ich mir dann da drunter. So zum Beispiel fürs Schlafen oder auch manchmal fürs Essen, weil es beim Essen manchmal so weh tut, dass ich kaum essen kann. Und das Polster ist dann echt gut. Und die mache ich mir dann halt immer dahin, wo es gerade besonders schlimm ist. Ja, das ist so meine Methode gerade. Das Wachs, das ist nämlich nach einer Weile echt nervig und naja, mit Essen ist auch nicht toll. Aber das ist eine ganz gute Lösung. Dann habe ich nachts, und wenn es schlimm ist, beim Essen, und ansonsten nehme ich die raus und dann habe ich keinen Wachs, was ich mitesse und was rumschmiert. Und ja, das, ja, man denkt sich halt was aus, ne? Ja, und was ich auch bemerkt habe und was ich inzwischen glaube, dass es mit dieser Zahnspange zusammenhängen könnte, ist, dass ich, seit ich die Zahnspange habe, eigentlich Probleme mit meinen Kieferhöhlen habe. Also so latente Nebenhöhlenentzündung habe ich da immer. Das fing eigentlich an, als wir die Grippe hatten, und da dachte ich noch, das ist von der Grippe, aber es kommt immer wieder. Und ich vermute inzwischen, dass es damit zusammenhängt, dass die Zähne hier sich bewegen. Da. Und die sind ja sehr nah an der Kieferhöhle dran, auf beiden Seiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es damit zusammenhängt, weil es ist auch immer nach dem Zahnspange verstellen, ist es in der Woche, in den 2 Wochen ungefähr, ist es ausgeprägter. Also dann läuft mir halt da der Rotz aus den Nebenhöhlen raus und ich fühle mich halt so ausgelöscht. Und wie ich mich halt fühle, wenn ich mit den Nebenhöhlen habe, da fühlt man sich so schlapp und kraftlos und ja, ist nicht toll. Ja, und jetzt geht es inzwischen wieder, weil letzte Mal verstellen ist schon 2 Wochen her. Und dann merke ich zwar immer noch so ein bisschen, aber ich bin nicht mehr so müde. Das ist dann besser und es kommt auch nicht mehr so viel. Ja, und was ich gemerkt habe beim letzten Termin, die Zähne wurden ja bewegt und werden bewegt und dann werden die empfindlich. Und man sieht auch, dass da die Zähne, die am meisten bewegt wurden, dass das Zahnfleisch da ein bisschen gereizt, entzündet ist so. Was auch logisch ist, weil wenn der Zahnhalteapparat belastet wird, dann reagiert das Zahnfleisch. Deswegen habe ich jetzt auch den nächsten Termin gebeten, dass ich den nicht in 4 Wochen, sondern in 6 Wochen kriege. Ein bisschen größeren Abstand, dann kann sich das alles ein bisschen setzen, und ich glaube, das ist ganz gut, wenn es ein bisschen mehr Zeit hat und nicht so mit Gewalt und so schnell wie möglich. Da tut es noch mehr weh und ist nicht so gut für die Zähne und für die Zahnwurzeln. Und ja, ich glaube, das ist schöner. Also am unangenehmsten ist es immer, diese Haken aufzumachen, mit denen dieser Bogen an den Zähnen befestigt ist. Das ist echt am unangenehmsten. Habe ich manchmal das Gefühl, wir ziehen mir gleich den Zahn dabei mit raus, weil es auch nicht immer so leicht geht. Ja, aber ich hoffe, dass jetzt, wenn ich 6 Wochen Abstand habe, das dann beim nächsten Mal vielleicht nicht ganz so unangenehm ist. Und auch die Zähne, die inzwischen jetzt schon ziemlich an ihrem Platz bewegt worden sind hier unten, dass die dann vielleicht schon sich ein bisschen gesetzt haben und nicht mehr ganz so empfindlich sind. Ja, das war, glaube ich, alles, was ich euch dazu erzählen wollte. Den nächsten Termin habe ich Ende Juni, also ist noch ein bisschen hin. So lange können sich die Zähne erholen. Ja, und mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!